Hi guys, it's me. I will show you today a page I made. That's for the challenge Ina Salisbury is having, and it is about her famous bits and pieces. So she this time, I did a lot of collaboration work with her in the past, and she's working a lot with this bits and pieces, and we sent stuff to each other to work on it. But this time she thought it's easier to do this challenge in telling people what to use, and so everyone can take part without having stuff sent to him, and that's what I think is quite a good idea. And I took part, and you can see here what I've chosen and what I will work with. It's the book page or music note sheet and craft paper and a map and cloth tags. Didn't have cloth tags. I used the fabric tags and tag and stuff like that. Toothpicks or matches, something wooden. And so I start here with a cardboard, and that's craft paper. I didn't have craft paper handy, so I used the cardboard here, the corrugated cardboard. It's sort of craft paper, isn't it? And the map, actually, it's from the area I live. I printed in black and white, and of course it's inkjet printer. I had to put some varnish, a sprayed varnish on top to to make it that it doesn't smear. But first I work here with my vintage photo distress ink, and then I will spray on top and go over with a liquid varnish to preserve it. So, hallo ihr Lieben, ich habe jetzt hier eine Challenge, die Ina Salisbury immer gerne macht mit ihren Bits and Pieces. Und dieses Mal, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, in der Vergangenheit, ich habe öfter mit der Ina gearbeitet und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und dieses Mal hat sie sich gedacht, damit auch jeder mitmachen kann, der mag, gibt sie einfach die Bedingungen raus und sagt, das und das benutzt ihr, und dann macht einfach mit, macht was draus. Sie hat dann, ich werde das Video hier unten in der Box mit verlinken, dann könnt ihr es sehen. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr immer noch gerne machen, kein Problem. Und hat jetzt genau beschrieben, was benutzt werden kann, eben eine Buchseite und Packpapier. Habe ich jetzt das Corrugate, also die Wellpappe genommen. Ich hatte jetzt kein Kraftpapier dabei, aber sowas Ähnliches war eben auch gefragt. Dann eben eine Karte, die habe ich dann in schwarz-weiß gedruckt. Fand ich passender, weil ich schon so ein Vintage-Thema im Hintergrund, also im Hinterkopf hatte. Und da ich nur so einen Inkjet-Printer habe, habe ich das erstmal gedruckt, bin dann mit dem Distress Ink drüber gegangen und habe dann aber mit dem Spray Varnish das Ganze stabilisiert, sodass es nicht schmiert. Und ein paar andere Sachen noch, die gefragt waren, unter anderem Sticks, Holzstückchen, und da habe ich diese hier gefunden, die nutze ich immer zum Umrühren hier von Farbe. Und da habe ich mir gedacht, die wickel ich doch ganz einfach hier in die Buchseiten, die ja auch gefragt waren. Und das mache ich jetzt gerade. I use my book pages here and the wooden stick. Ina asks for whatever, toothpicks or what, matches or whatever, or coffee sticks, and I had this handy. I stir my paint with this once, and I can't remember where I got it from, but it doesn't matter. So, and I thought that would be fun to roll them into the book pages, and that's what I do here, and put them aside. And now I will basically put my page together, glue everything, and of course I will put some of the ink here on my paper rolls, and I will put much more on top later, you will see. Ich habe dann hier noch die Buchseiten angeglichen, weil ich ja auf den Hintergrund auch das Ink benutzt habe hier, Vintage Foto, und das in grün und Evergreen Borough ist das, glaube ich. Und das Foto, das war auch gefragt, ein Vintage Image, also ein altes
Foto oder ein altes Bild. Und ich habe noch ganz, ganz viele alte Familienbilder. Das habe ich jetzt mal gerissen, weil ich eben so schöne gerissene Seiten, die Seiten haben wollte, und habe das dann mit dem Ink jetzt noch schön wieder das Weiße entfernt. Das ist meine Großmutter übrigens. Ich habe einige Bilder von meinen Großeltern, die haben ganz, ganz viele Bilder gemacht, und gerade Urgroßeltern auch noch und Ururgroßeltern. So diese alten Plattenbilder, die sind richtig auf Hakenplatten drauf. You know this image there that Ina asked for, a vintage image. That's my grandmother, and I have tons of old pictures from my family. My grandparents were quite keen photographers, and they kept all the pictures from my great grandparents, actually great even. So I really have a huge choice in vintage images. So in the lace she asked for, I put some ink on top as well, and then I glue it just behind the image. Didn't have a different space. And of course broken jewelry. This little stones, the white ones you can see in the background, was a bracelet I bought in Hong Kong. That should be a bit like my young stones, but I quite liked it. Very simple, it wasn't expensive, just bought it from the market somewhere there. But it broke apart and I couldn't be bothered to repair it again, so I use it in my art here. Ja, die Steine, die ich da benutze, die waren halt auch kaputtes Modeschmuck und sowas. Und war ein Armband, das ich in Hongkong mal gekauft habe. Das sollen Mahjong-Steine sein. Allerdings, das war ganz billig, das war jetzt nichts Dolles, ist irgendwann kaputt gerissen. Jetzt benutze ich die Steine hin und wieder hier in meiner Kunst. Deswegen, ich fand die aber ganz hübsch. Und ich klebe jetzt mal alles zusammen. Prinzip habe ich soweit alles benutzt. Ich habe gesehen, dass die Spitze, wie ich eingefärbt hatte, die habe ich hinter das Bild gepackt. Ich hatte jetzt, es passte nirgendwo anders hin, schön ausbalanciert. Und dann eben der Tag, das ist so ein Canvas-Tag. Das hatte ich noch, aber Ina hat gefragt dann nach diesen Preisschildern, die in Kleidung sind, hatte ich aber keine. Ich kaufe nicht so viel Klamotten. Und wenn, dann schmeiße ich es weg. Und jetzt noch die Buchseiten an hier. Ich wollte noch ein bisschen mehr von dem Türkis, ein bisschen weiß. Ich wollte es halt ein bisschen schäbiger aussehen lassen. Das, was ich mache. Die Steine, die klebe ich hier mit dem E6000. Die sollen einfach auch, kleben bleiben. You know, I used quite a bit of paint here in turquoise and white. I wanted to have a bit of a shabby chic look, so and the stones, I glue them down with tell me, E6000. So now I wanted to use my tag, this craft tag, and this is first a try. And what I wanted to do is, it's a German word, you know, this is an image of my grandmother, and I wanted to have words what's family related, so I use this tag and put family in German, Familie. And I want to use two words, and Familienbande, but of course Familien was a bit long. And I tried to find out where I can put it. Ich habe dann hier auf dem Tag ausgestanzt. Ich wollte, Familienbande, klar. Das ist ein Foto von meiner Großmutter. Deswegen hatte ich mir dieses Wort überlegt und wollte eben ein Wort hier ausgestanzt haben, aber Familie war einfach zu lang. Ich habe das Tag jetzt ein bisschen gekürzt und abgeschnitten und dann eben Bande und Familie mache ich hier in schwarz und werde dann die Buchstaben oben hinkleben. The family I will now die cut in black, and that goes on top of the tag where you have the Bande, Familienbande. That means at the bond, the family bond you have, you know. And I quite like that word because, it says it all, you know, it's a bond you have. And
yeah, it's different to friends or so. It's okay. Friends can be sometimes like family, of course. So this family was far too long, but I didn't mind. So I had to go over the white tag. But yeah, that's okay. I don't mind really. It's art. Look, I can do whatever I want. Das Wort war natürlich jetzt immer ein bisschen lang, aber das hat mir jetzt nichts ausgemacht. Wie gesagt, das ist Kunst und ich kann machen, was ich will. Und das Tag kommt jetzt unten drunter und jetzt passt es für mich. Da werde ich dann hinterher noch so ein Band reinpacken, glaube ich. Jetzt nur das ist natürlich das Fummeligste, diese winzig kleinen ausgestanzten Buchstaben da jetzt hinzukleben. Yeah, that's the most annoying part with these tiny, tiny letters here to glue them down. But eventually I made it. An eyelet here in my tag, and that's basically it. I put that into my journal here. It has black pages, and I glue all my works I do into that book. It's a bit dimensional, but doesn't matter. It is okay. So only the string here. It's I put it on, and that's it. So the close-up is coming, guys, and I will already say goodbye. And thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up or a comment would be very much appreciated. So if you want to take part, I will put the link of Ina's video down here. Have a look at that, and it might be quite fun taking part. So yeah, thanks again, and I hope I will see you soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. Bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch recht schön fürs Schauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Kommentar würde ich mich extrem drüber freuen, und ich hoffe, ich sehe euch bald mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit, und klickt doch mal auf den Link von Inas Video. Vielleicht habt ihr Spaß mitzumachen. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.